Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Anleitung von mir für euch. Für diesen wunderschönen Frühling-Sommer-Fledermaus-Pulli benötigt ihr zuallererst euren Hüftumfang, da dieser Pulli etwas länger sein wird. Hier habe ich nach wie vor in etwa 100 cm. Diese teile ich durch 2, komme somit auf 50. Messt allerdings nicht zu eng ab. Das Ganze sollte auf jeden Fall schön locker sitzen. Als nächstes schlagt ihr eine Kette an auf eure errechnete Summe. Also hier sind es 50 cm fürs Vorderteil und 50 cm fürs Rückteil. Und wenn ihr die Kette dann angeschlagen habt, zählt ihr einmal die Maschen durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 4 sein. Also, wer eine Luftmaschenkette anschlägt, weil ihm die direkte Kette zu kompliziert ist, der geht bitte auf eine halbe bis ganze Nadelstärke höher, zumindest für die Luftmaschenkette. Ich werde hier mit einer 3er Nadel häkeln, also holt euch bitte eine 3,5er oder 4er noch hinzu, schlagt die Luftmaschenkette an und häkelt dann erst die halben Stäbchen mit der 3er Nadel drüber. Alle anderen können sich gleich anschließen, während ich die direkte Kette aus Stäbchen häkeln werde. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss. Das Ganze werde ich mit diesen 4 wunderschönen Mini-Bobbles häkeln. Also diesen habe ich zweimal und diesen habe ich zweimal. Und einer 3er Nadel. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Ich beginne mit 3 Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Dann mache ich einen Umschlag, gehe in die erste Masche zurück, dabei nehme ich mir die untere einzelne Lasche, hole den Faden durch, dann fasse ich das Ganze hier unten so zusammen, ziehe die Laschen auf gleiche Höhe, masche eine Lasche ab, das ist dann der Boden für das Stäbchen, dann durch 2 und nochmal durch 2. Und somit habe ich nun mein erstes Stäbchen gehäkelt. Könnt ihr euch auch mit einem Marker die erste Masche auch direkt markieren, gerade für Anfänger. Dann wieder ein Umschlag. Jetzt hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet. Die nehmt ihr, holt den Faden durch, auch hier wieder alle 3 Laschen auf gleiche Höhe ziehen. Das ist dafür da, damit die Kette schön elastisch bleibt. Durch eine Schlaufe für den Boden, auf den das Stäbchen stehen wird, durch 2 und durch 2. So. Einen Umschlag, nächste gebildete Masche, einstechen, Faden holen, alle Laschen auf gleiche Höhe, durch eine, durch 2 und durch 2 fürs Stäbchen. Einen Umschlag, nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, alle 3 Laschen auf gleiche Höhe, durch eine für den Boden und durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Und so häkelt ihr jetzt erst einmal eine Kette, bis ihr auf eure errechnete Maße gekommen seid. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück. So sieht dann die schöne elastische Kette bei mir aus. Also die ist wirklich sehr elastisch. Und dann kommen wir zur Reihe 2. Für Reihe 2 benötigen wir 2 Wendeluftmaschen, auch wenn wir mit Stäbchen häkeln. Und häkeln über die ersten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Denn die Steigeluftmaschen gehören zu diesem äußeren hier, also das zählt ihr nicht mit.
über die ersten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. So. Eine Luftmasche, ein Stäbchen freilassen und über die nächsten 3 Stäbchen wieder jeweils ein Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen freilassen und über die darauf folgenden 3 Stäbchen wieder jeweils ein Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen freilassen und wieder 3 Stäbchen. Und so häkeln wir jetzt die komplette zweite Reihe fertig. Und am Ende, nachdem ich meine 104 Maschen abgehäkelt habe, komme ich so aus, dass jetzt hier noch die Randmasche übrig bleibt. Und dort werde ich dann seitlich quasi über das letzte Stäbchen ein Endstäbchen häkeln, um einen schönen geraden Abschluss zu haben. Reihe 3. Und jetzt kommt das eigentliche Muster. Wir beginnen mit einem Umschlag und gehen um das letzte Stäbchen, also das vor dem Löckskin, von hinten durch, holen den Faden durch und häkeln ein Reliefstäbchen nach vorne gezogen ab. Dann setzen wir uns den Marker und häkeln noch einmal 2 Stäbchen um das gleiche Stäbchen herum und erzeugen somit einen Fächer aus 3 Stäbchen um ein Reliefstäbchen. Dann machen wir eine Luftmasche, einen Umschlag und nehmen uns auch von der nächsten Dreiergruppe wieder das letzte Stäbchen, gehen dahinter, holen den Faden durch und häkeln ein Stäbchen ab. Danach nochmal 2 Stäbchen um das gleiche Reliefstäbchen. Eine Luftmasche, einen Umschlag und bei der nächsten Gruppe auch wieder das letzte Stäbchen. Drei Stäbchen. Und wieder eine Luftmasche. Und auch so häkeln wir jetzt die Reihe bis zum Ende. Und am Ende der Reihe haben wir hier den letzten Fächer gehäkelt, eine Luftmasche und nehmen uns hier jetzt das dritte Stäbchen, häkeln einen Fächer. So. Und gehen jetzt auch hier wie in der Vorreihe hin und stechen seitlich in das Endstäbchen der Vorreihe ein und häkeln ein Stäbchen, sodass wir auch hier einen schönen geraden Abschluss bekommen. 3 Wände Luftmaschen. Und in dieser Reihe wird es so sein, dass wir eine Luftmasche mehr häkeln müssen,
Also 3 für ein Stäbchen und 1 für das freigelassene wie hier, weil wir hier rüber gehen und hier diesmal einstechen. Nur, dass wir nach hinten das Reliefstäbchen ziehen müssen. Und dann ein Stäbchen, beziehungsweise 3 Stäbchen häkeln. Und dann gehe ich hin und klappe mir das so um. So habe ich dann das Löcksken und kann leichter die 2 anderen Stäbchen noch hinzuhäkeln. So, dann kann ich das zurückklappen und meinen Marker hier am Rand setzen. Ich zeige euch das noch einmal. Dann kommt wieder eine Luftmasche, die ist immer sehr wichtig, nicht vergessen. Einen Umschlag. Wir gehen um das letzte Stäbchen herum und häkeln ein Reliefstäbchen nach hinten. Dann klappe ich mir das so um und weiß genau, wo die Einschiffstelle ist. Und kann problemlos die restlichen 2 Stäbchen hinzufügen, ohne meine Hände komplett verdrehen zu müssen. Eine Luftmasche, nächster Fächer, letztes Stäbchen nach hinten. Die könnt ihr auch schon umklappen, wenn ihr möchtet, mit dem Daumen so festhalten und dann eure 3 Stäbchen häkeln. Ich hoffe, das ist mit dem Weißhimmelblau jetzt gut zu erkennen. Einen Umschlag. Auch hier wieder letztes Stäbchen. Umklappen mit dem Daumen. Und die 3 Stäbchen hineinhäkeln. Luftmasche und so weiter. Dann haben wir hier die Innenseite später vom Pullover, denn die Reliefstäbchen zeigen nach außen und ergeben dann so einen wunderschönen Verlauf mit so gezwirbelten Fächern. Auf Masse sieht es einfach nur genial aus. Und Übung macht den Meister, also nicht so schnell aufgeben. Und auch so häkeln wir jetzt erst einmal bis zum Ende. Bis gleich. Und auch am Ende dieser Reihe wieder einen Umschlag und in die zweite Luftmasche von unten angezählt mit einem Stäbchen schließen. So. Und in der 5. Reihe zeige ich euch jetzt noch ein letztes Mal den Anfang. Hier haben wir jetzt die Reliefstäbchen wieder auf der Rückseite. Diese Gruppe war nach links gerichtet, diese nach innen nach rechts und diese wieder nach außen nach links. Jetzt brauchen wir wieder die nach innen gerichtete und somit eine Luftmasche mehr. Wenn ihr die Stäbchen häkelt, die nach außen gerichtet sind, dann braucht ihr keine Luftmasche mehr. Und hier das gleiche wie in der 2. Reihe. Das Reliefstäbchen nach hinten, dann könnt ihr euch das so umklappen und problemlos die 3 Stäbchen um das Reliefstäbchen häkeln. Eine Luftmasche, ein Umschlag, auch hier wieder in das letzte Stäbchen, recht leicht zu merken, umklappen. Und die 3 Stäbchen häkeln. Und wie ihr seht, das Muster sieht komplizierter aus, als es eigentlich ist. Es ist eigentlich nur wichtig, dass ihr euch merkt, wenn
die Gruppe nach innen ist, dass ihr anstatt 3 Luftmaschen 4 häkelt, also 3 fürs Stäbchen und eine mehr, um den Fächer nach innen zu versetzen. Wenn er außen ist, braucht ihr nur eure 3 Wendeluftmaschen. Alles weitere bleibt gleich. Immer in das letzte Stäbchen der Gruppe einstechen und darauf achten, dass ihr die Reliefstäbchen immer zur richtigen Seite richtet. Da wir halt eine Innenseite haben und eine Außenseite. Welches aber leicht zu erkennen ist, weil ihr auf der Innenseite so eine Treppchenbildung habt und auf der Außenseite das wunderschöne Muster seht. Als nächstes werde ich ca. 25 cm hoch häkeln. Einfach nur gerade. Das müssen wir jetzt nicht gemeinsam machen, wird auch etwas Zeit in Anspruch nehmen und haben dann nachher ein kleines Rechteck, welches sich noch zusammenziehen wird. Da erschreckt bitte auch nicht. Der Pulli wird sehr elastisch werden, da durch die Reliefstäbchen sich ja auch so einiges zusammenziehen wird. Passen wird es am Ende trotzdem. Solltet ihr euch mal in irgendeiner Form verkalkuliert haben, habt ihr auch immer noch die Möglichkeit, hier unten nachher beim Vernähen ein Stück offen zu lassen. Oder aber mit einer Luftmaschenkette im Zickzack Vorder- und Rückteil zu verbinden, ist auch noch eine Möglichkeit. Von daher müsst ihr nicht gleich ribbeln. Man kann alles auf irgendeine Art und Weise nochmal retten. Also jetzt wird erstmal Reihe für Reihe so hoch gehäkelt, bis ihr ungefähr eine Höhe von 25 cm erreicht habt. Es sei denn, ihr möchtet einen noch längeren Pulli haben, der über den Bobbes geht, dann dementsprechend verlängern. Bei mir wird der Pulli ungefähr auf Hüften sitzen, daher nur 25 cm. Und wenn ich soweit bin, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück nach 23 Reihen habe ich meine 25 cm erreicht. Danach könnt ihr einmal so ein bisschen euer Häkelstück stretchen, damit sich die einzelnen Stäbchen vielleicht nochmal setzen. Dadurch sieht das Muster dann auch noch gleichmäßiger aus. Ich habe ganz bewusst die letzte Reihe so gewählt, dass ich auf die Außenseite des Pullis schaue, denn jetzt beginnen wir die Zunahmen und die werden immer auf der Rückseite schauend gemacht, damit wir dann als nächstes in der nächsten Reihe wieder auf die Vorderseite schauen und dort das nächste Dreieck reinhäkeln. Ist nämlich auch etwas einfacher. Und für die Zunahmen beginnen wir mit 3 Wendeluftmaschen, machen einen Umschlag und gehen direkt hier in diese letzte Masche hinein und häkeln dort 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Danach die Luftmasche nicht vergessen und dann wie gehabt wieder in das letzte Stäbchen den Musterverlauf weiter häkeln. So, dann müsste es erst einmal so aussehen. Ich werde jetzt bis zur anderen Seite häkeln und nochmal das Ende der Reihe zeigen. Bis gleich. Und nachdem ich auch hier die Reihe dann Ende gehäkelt habe, gehen wir in die dritte Masche aus dem Endstäbchen der Vorreihe und häkeln dort unsere 4 Stäbchen hinein.
Und auch hier ist wichtig, dazwischen noch die Luftmasche zu häkeln. Nicht vergessen. Für die nächste Reihe benötigen wir dann 4 Wendeluftmaschen, um unser nächstes Grüppchen bzw. Dreieck zu erzeugen. Und deswegen ist es jetzt auch praktisch, dass wir auf die Vorderseite schauen. Und dann können wir auch hier in das letzte Stäbchen einstechen vor dem Löcksken und eine neue Dreiergruppe hinzufügen. Und so sehen dann unsere Zunahmen aus. Ich werde mir hier jetzt, das hier war die erste Zunahmereihe, also hier bis hierhin hatte ich noch normal gehäkelt, ab hier sind die Zunahmen, die Marker setzen, damit ich auch nachher in etwa die Länge und die Reihen nachvollziehen kann, ab den Zunahmen. Ja, und deswegen ist es halt auch wichtig, dass ihr, solltet ihr den unteren Teil noch etwas länger als 25 cm machen wollen, die Endreihe so gestaltet, dass ihr auf die Vorderseite schaut, um dann mit den Zunahmen auf der Rückseite zu beginnen. Damit ihr dann, wenn ihr die nächste Gruppe hinzufügt, auf die Vorderseite schaut und es dabei nicht so schwierig habt. Und so geht es jetzt weiter, Reihe für Reihe. In der nächsten Reihe macht ihr wieder in die Endspitze 4 Stäbchen hinein und in die danach folgende Reihe, wenn ihr von vorne auf euer Häkelstück schaut, wieder die nächste Gruppe drüber. An sich eine sehr einfache Zunahme. So, ich werde jetzt erst einmal Reihe für Reihe so weit häkeln, bis der Pulli für mich lang genug ist und auch breit genug ist. Wichtig dabei ist, dass ihr hauptsächlich auf die Länge schaut. Weil es bringt nichts, wenn ihr sagt, die Ärmel sind zwar lang genug und dann hängt der Pulli euch unterm Bauchnabel. Nein, achtet auf die Länge. Das ist das Hauptsächliche. An sich dürften die Ärmel dadurch automatisch nicht so breit werden. Zurück. Nach insgesamt einer Länge von 50 cm und einer Breite von 90 habe ich mein Häkelstück beendet. Ich habe insgesamt 30 Reihen an Zunahmen noch hinzugefügt. Im unteren Verlauf hatten wir 23 Reihen auf 25 cm und dann nochmal 30 Reihen dazu. Und insgesamt bin ich jetzt bei einer Gesamtlänge von 50 cm. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Zusammenfügen vom Vorder- und Rückteil. Um Vorder- und Rückteil zusammenzufügen, brauchen wir zuallererst den Halsausschnitt. Diesen ermitteln wir, indem wir Spitze auf Spitze zusammenlegen, gerade ziehen und mittig den Marker setzen. Ich bin dann hingegangen, habe meinen Kopfumfang plus 1 cm mehr genommen, habe das Ganze durch 2 geteilt, fürs Vorder- und fürs Rückteil, und bin dann von der Mitte aus nach links und nach rechts hingegangen und habe die, ich glaube es waren 27,5 oder 28 cm dann abgemessen und markiert. Danach bin ich hingegangen und habe von außen nach innen einmal die Grüppchen alle abgezählt. Insgesamt habe ich von außen nach innen zum ersten Marker 21 Grüppchen. Das Ganze dann auch auf der anderen Seite nochmal durchzählen von außen nach innen und dann könnt ihr gegebenenfalls den Marker auch noch etwas versetzen. Ja, und dann kommen wir zum Zusammenfügen. Ich habe mich hier für eine Kette entschieden. Ich finde, das sieht bei diesem Sommerfledermauspulli einfach viel besser aus. Ihr könnt natürlich auch ganz normal zusammennähen oder aber mit mir das Kettchen häkeln. So. Dazu lege ich die Innenseite des Pullis auf die Innenseite
und steche erst einmal im vorderen Häkelstück ein. Fixiere dort den Faden und häkel 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann steche ich in das hintere Häkelstück ein und fixiere das mit einer Kettmasche. So, und nun kommen 10 etwas zusammengezogene Luftmaschen. Dazu Luftmasche und nur leicht anziehen. Sobald ihr den Widerstand merkt, ist auch schon gut. Also keine fest zugezogenen Luftmaschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Dann sieht nämlich das Kettchen gleichmäßiger aus. Also wird im Gesamtbild etwas besser aussehen, als wenn ihr so lockere Luftmaschen häkelt. So, dann setzt ihr, Moment, hier, Rand auf Rand. Wir sind ja jetzt hier am hinteren Häkelstück. Und jetzt gehe ich rüber an die erste Gruppe vorbei, also zwischen die erste und die zweite Gruppe, und fixiere hier mit einer Kettmasche. Dann wieder 10 recht gleichmäßige Luftmaschen. 2, 4, 5, 6. Dann wieder zurück zum hinteren Häkelstück. Hier waren wir ja am Rand, also gehen wir jetzt zwischen die nächsten beiden Gruppen. Und auch da wieder eine Kettmasche. So, und so bildet sich so ein schönes Zickzack hin und her. So sieht es ein bisschen gekrusselt aus, und wenn ihr es später dann anhabt und natürlich über die Schultern das Ganze liegt, wird es auch ein bisschen gestretcht und sieht dadurch auch um einiges besser aus. So, und so häkelt ihr jetzt weiter immer die 10 zusammengezogenen Luftmaschen und immer beim gegenüberliegenden Teil zwischen die nächsten Gruppen gehen. So bildet sich das Zickzack, da ja hier das Ganze etwas versetzt ist, und das bis zu eurem Marker. Wenn ich die eine Seite schon mal fertig habe, zeige ich euch noch kurz das Ergebnis. Bis gleich. Und am Ende angekommen, wo die Marker sind, gehe ich mit 10 Luftmaschen letztes Mal hier herüber. Dann bin ich in Höhe meiner Marker und beende das Ganze dann mit 5 Luftmaschen, damit Anfang und Ende gleich sind. Und so sieht dann das Endergebnis aus. Schön gleichmäßig. Und jetzt haben wir natürlich den Vorteil, wir können anhalten, ob die Seiten vernünftig zugehen oder ob ihr euch da verrechnet habt, und könnt dann auch mit so einer Kette die Seiten vernähen und dementsprechend dann erweitern, was fehlt. Wenn ihr alles richtig vermessen habt, dann könnt ihr jetzt einfach die Seiten zunähen. Dafür allerdings müsst ihr noch die Ärmelbreite herunter abmessen. Ihr legt wieder beide Teile schön übereinander. Entweder zieht ihr das vorher an und schaut, wie viel an Breite ihr benötigt, also wo die Spitze am Ärmel endet. Oder aber ihr geht jetzt von einer ganz normalen Ärmelbreite von, als Beispiel bei Größe M, 18 bis 20 cm aus. Ich würde jetzt hier 18 nehmen, da der Pullover recht weit herunter geht mit der Spitze. Und mir dann hier am vorderen Rückteil einen Marker setzen und danach von hier bis nach unten das Ganze zunähen. Entweder, wie gesagt, in dem Zickzack
falls euch was fehlt. Ihr könnt auch trotzdem im Zickzack vernähen, vielleicht einfach die Kettchen verkürzen, weil es sieht einfach nur klasse aus. Und vor allem dadurch, dass wir ja hier mit einem flexiblen Muster arbeiten, sitzt es unten auf den Hüften sehr nah, sage ich mal, am Körper. Und wahrscheinlich werden dadurch die Ketten noch so schön auseinandergezogen. Also eurer Fantasie ist da keine Grenze gesetzt. Entweder näht den Fledermauspulli zu oder aber vernäht ihn mit diesen Kettchen. Ich werde meinen Pullover zunähen und zeige euch dann nur noch das Endergebnis. Und so sieht das Endergebnis aus. Mit einer wunderschönen Zickzackkette am Ärmel entlang setzt das Ganze ein schönes Highlight. Der Kragen ist weit genug, um den Fledermauspulli auch etwas seitlich über die Schulter zu tragen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer wichtig. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann dies kostenlos tun. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken und seid immer auf dem neuesten Stand. Ansonsten viel Spaß beim Werkeln. Lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.